Today, we're gonna look at another vlog from our favorite vlogger, Trek Trendy. Today, we're gonna look at a new video that he uploaded. It's the first class on the Ritz-Carlton luxury cruise Evrima. And as far as I know, Millie is along for the trip again. Today, I'm taking this ultra-luxury cruise for 5 days from Florida to the Caribbean. I'll show you exactly what it's like to live on board one of the world's most exclusive ships. From the first-class suites to the fine dining and opulent facilities. Aber Millie! Millie-Alarm! Millie-Alarm! Sehr gut. Explore this brand new yacht. Wieder direkt noch zu enge Shorts. With prices starting at $10,000. This doesn't come cheap, and it's not all smooth sailing, as I reveal what's wrong with this extravagant trip. With that, let's pick up my story in Fort Lauderdale, Florida. Oh, ey, habt ihr das gerade mitgekriegt? Das heißt, er hat geforeshadowed, dass hier was schief geht, was ihm nicht gefällt. Er ist richtig, also jetzt macht er so richtig so Storyline-mäßig so jetzt, ja. Cooler Blick hier auch. Was? The Ritz-Carlton yacht departs from Port Everglades, a mere... Genau, Chat, er übt Kritik. Warte mal, ich habe eine Idee. Das ist das erste Video, wo er richtig kritisch wird. Und es wäre so witzig, wenn es das erste Video ist, was nicht von seinem Kumpel und dem Reisebüro gesponsert ist. Nee, ist ja nicht gesponsert. Ist ja nicht gesponsert. Nee. Ist ja nicht gesponsert, sondern ist immer zufälligerweise sein Tipp bei jedem Video. Warum hast du den Typen so sehr? Ich hasse den nicht. Ich schwöre, das ist jetzt nicht ironisch. Manche Leute können meine Ironie checken nicht, weil ich nicht ironisch bin. Kenne ich. Das ist mein Problem seit Jahren. The Mullet 381, ich sag's dir. Das ist nicht ironisch von mir jetzt. Ich hasse den überhaupt nicht. Gar nicht. Ich will auch nicht, dass es so rüberkommt. Das ist hier nicht eine Hate-Veranstaltung. Ich finde diese Videos geil. Es hat nur eine gewisse Faszination für mich. Nee, ich erkläre das jetzt gar nicht. Egal, wir gucken weiter. 6-minute drive from the airport. The port is huge, and aside from cargo, it's actually ranked as the 3rd busiest in the world, with a shy under 4 million annual passengers. It's not long before we see signs of our cruise, and as we... Was ist das für ein billiges Schild, Alter? Ey, ganz ehrlich, da haben schon andere bei so Geburtstagsparty zum 16. Geburtstag irgendwie so, hier geht's lang zu Partyschilder, bessere Schilder gemacht, oder was? Ey, ganz ehrlich, da haben schon Pennymarkt-Märkte bessere Werbung gemacht. Was ist das denn? Aber Pennymarkt, ihr wisst, was ich meine damit. Around the corner, here she is, Evrima. Ui! Ah, das ist ja quasi so eine Art, das ist wie so eine Yacht. Also quasi, das ist eine Yacht, aber kein Kreuzfahrtschiff, oder? We're promptly greeted by a friendly member of staff who assists with our bags. These will be delivered to our suite on board. Well, hello there and welcome back to the channel where we're about to be getting on board this. This is the brand new Ritz-Carlton yacht, which is going to be taking us throughout the Bahamas on our trip over the next few days. So without any more to say, let's head straight into the cruise terminal, go get checked in, sort out the various formalities, go and get... Warte, war das gerade Joe Biden? War das gerade ganz schlecht verkleideter Joe Biden mit einer Perücke? Ja. Das ist doch hier Joe Biden. Go and get on board. Aber das Hemd ist auch wieder, weißt du, das Hemd ist halt auch einfach so H&M 2007. Weißt du? So, das Hemd hatte jeder da damals. Das sind die Engländer. After a brief security check, we're ushered to what feels more like a hotel check-in. Here, there are a number of requirements needed to board, including my passport, proof of vaccination, and our photos taken for Geil, der konnte die gleiche Grafik wie vom letzten Mal benutzen. ship security. After which we're presented with a delicious glass of champagne along with our room key. After these formalities, we're free to get on board at our leisure. It all feels relaxed yet well organised so far. This trip has been a long time in the making, as Evrima was rescheduled from February 2020 8 times until her commercial launch in October of last year. Evrima hosts just 298 guests, and with boarding staggered over 5 or so hours, we have the gangway to ourselves. Warum? Also hier wirkt er so ein bisschen wie auf Drogen oder so. Guck, habt ihr jetzt, ich weiß nicht, er wirkt hier so ein bisschen
gerade so ein Ecstasy geschmissen oder so. Staggered over 5 or so hours, we have the gangway to ourselves. For So gucke ich, wenn ich in den Club komme, Alter. Stellt euch nur vor, die Mucke jetzt. Andere Mucke. Ah, Leute, ich bin gut drauf. Hier, guck mal. Da ist das ganze Gold von den Reichen drin. Das sind die Goldtrucks. Das ist flüssige Gold, was hier so reingepumpt wird. Weil die trinken ja auch einfach Gold. Pures Gold wird sich einverleibt. our ship has a total length of 624 feet. My shit has a total length of 578 feet. Around half the height of the Empire State Building, and 2/3 the size of Virgin's Scarlet Lady, I reviewed a few weeks ago. Right, finally time to step on board. Oh, Millie, sommerlich. Sommerlich gekleidet, finde ich gut. Bisschen so ein Zara-Look. Gefällt mir. Schön so ein bisschen so locker flockig seitig so. Gefällt mir. We're initially greeted by a friendly crew member who directs us to our suite. We've boarded on deck 5, which just so happens to be the same level as our suite. We're informed our concierge, what RC calls your butler, will meet us at our suite to show us around and answer any questions. Die Schuhe ohne Socken, was haltet ihr davon? I don't know. Ich finde diese Schuhe ohne Socken immer ein bisschen... Aber muss man ohne Socken tragen? Vielleicht Söckchen? Füßlinge muss man da tragen oder so heißen die, ne? Nicht so der Fan von. Was steht da drauf? Never stop exploring. Aber wo ist eigentlich sein NASA-Zeug? Der hat doch gar kein NASA-Zeug. Here we go then, Suite 503 forward, on the ship's starboard side. Gefällt mir. Sage ich ganz klar, sage ich sofort. Also es ist ein bisschen klein, aber wir sind immer noch auf einem Boot. Aber das ist schon mein Geschmack. Ich finde solche Hotels immer nice. Das ist so, ist jetzt nicht super individuell, ne? Ist jetzt nicht super ausgefallen oder so. Aber es ist gemütlich und es ist sauber und es ist geschmackvoll. Es passt einfach. Es sieht gut aus. Da kann man chillen. Ja, guck mal, das Bett ist irgendwie einladend. Da will ich direkt irgendwie mich reinlegen, bisschen glotzen. Habe ich Bock drauf. Ist nicht dieses kalte Design. Weißt du, viele Hotels oder wie neulich das andere Video, was wir geguckt haben, diese Rockstar-Suite. Alles so kalt und komische Ecken und unnötige Design-Schnickschnack. Nein, mach doch mal so. Ist klassisch. Ist gut. Welcome on Keine Gitarren an der Wand, genau. board and welcome to our suite, but most importantly, Millie. welcome back to the channel, Millie. I'm back. Yeah! Juhu! Willy! Oh, was habe ich jetzt gemacht? Again, we enjoyed it so much last time. We're here again on yet another cruise, and this one is even more special. There are a total of 90 terrace suites on board, and at 67 square foot. Glaubt ihr, dass der eigentlich zu Hause sich nur überlegt, wo kann er hin, wo es möglichst viele so Edelstahlarmaturen gibt, wo sich irgendwo vielleicht sein Schwanz drin spiegelt? Ah, nein, das ist so dumm, Alter. Oh, das ist das einzige. Oh, das einzige Kriterium, das er eigentlich immer nur wartet und ist auch so, ja, Millie, geh schon mal vor, was essen. Das Erste, was er macht, sich so nackt ausziehen und dann alles so abchecken und dann sein Bademantel. Oh Mann, warum finde ich sowas witzig, Mann? Warum bin ich so? It's generous in size for an entry-level cabin. Oh, geile Now I Glotze. spy champagne flutes, but no champagne. Was ist das, bitte? Champagne Flutes? Hat das kein Dings? Hold that thought. Was soll das? Nein, einfach nein. Das hat keine Füße? Was ist denn das für ein Scheiß? Da steht, Dear Willy Millie. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass die Willy und Millie heißen. Welcome aboard. I sincerely hope that the Ritz-Carlton, her collection, sets a new high watermark for your luxury travel experiences. Okay, das Ding ist auf jeden Fall safe bezahlt, die Reise. Müssen die das nicht deklarieren? Ah, ich bin jetzt nicht Solmecke oder was, der neue Solmecke. Naja, also in diesem Fall natürlich müsste eine Hashtag-Werbung-Kennzeichnung erfolgen. There's a desk with, wait for it, personalized stationery, which I think is a really cool touch. Okay, warte, das ist geil. Was? Mit so Wasserzeichen, mit den Namen? From the suite of William Davis and Melissa Gordon. Oh!
Ey, wenn ich mal so einen Vlog mache, Alter, was glaubt ihr, wie geil das ist? From the Sweet F und ich gebe dann so an bei der, ich gebe dann so an, also einen falschen Namen, so Dr. Professor Pimmel von Arsch. Dr. Professor Pimmel von Arsch. Dr. Madenmann. Oh Mann, ey. Es ist so dumm. Ich würde das auf jeden Fall irgendeinen Scheiß da eintragen. Was wäre da witzig? From the Suite of Voldemort. Oder so. Stationery, which I think's a really cool touch. In terms of other refreshments, your mini fridge can be customized Oh, das ist gute Zeug. Das ist gute Zeug. Da sehe ich schon direkt, da ist Quality. to your liking. Now here's the long lost bottle of Moet! Haut die Moets in den Chat. Aber mal gucken, ob wie er es ausspricht diesmal. champagne I hinted at. However, it's at room temperature. Thankfully, room service is just a call away, and as we wait for our champagne delivery, we'll need to do the following. All guests. Erstmal saufen, oder? Ja. Aber warum, finde ich auch, wäre ich auch sauer, wenn ich er wäre, wenn das dann Zimmertemperatur hat im Kühlschrank. Nicht cool. Are required to watch this safety video and attend your assembly station before we set sail. Perfect timing. This is certainly the way to start our trip. A delicious glass of ice-cold Moet. Bon voyage. Das sind immer die Sätze, die er sagt, wo ich denke, oh, bon voyage. Das sagt er bestimmt. Ey, wisst ihr was? Das gewöhne ich mir an zu sagen beim Bumsen, wenn es losgeht. Bon voyage. Bon voyage. So stehe ich dann nackt im Raum, weißt du? Kurz bevor es losgeht. Ready to go? Bon voyage. Kürzester Trip aller Zeiten. Ja, für die 2 Minuten habe ich 10.000 Euro gezahlt. As we're enjoying our champagne, we're right on schedule for departure. A few moments later, and we're off. Next stop, the Caribbean. Das sage ich auch. Ist auch noch ein besserer Satz zum Sagen, bevor es bumsen losgeht. Next stop, the Caribbean. Danke übrigens hier, gerade in dem Moment kommt ein Sub rein von Geil R Schwanz. Geschrieben geil wie der Typ von Street Fighter, _ R _ SHWANTZ. Danke für deinen Support. Schön, dass du hier bist. Geiler Schwanz. Boah, krasser Wellen. As we edge further out into the North Atlantic, let's get unpacked and freshen up for our first night at sea. Our suite has a sizable bathroom. Oh, gefällt mir gut. Ja, mag ich. Das Design ist cool. Hier auch so ein Handtuchwärmer. Oder ja, wahrscheinlich schon, oder? Ist wahrscheinlich beheizt. Hier Rasierspiegel-Selfie machen, hier so Ansteckdinger für Rasierer und so. Gefällt mir, Dusche, nice. Furnished with diptyque amenities. Huge fan of this by Oh, das ist... Oh! Jetzt mal ohne Scheiß. Diptyque ist eine meiner Lieblingsmarken. Leider super teuer. Kennt ihr Diptyque, Leute? Die Parfüms von denen finde ich richtig geil. Ich habe auch eins. Das war fucking teuer, Mann. Das hat wirklich, also so richtig so zu teuer. Danke für die Subs übrigens, Leute. Ja, das kostet halt wirklich 160, 170 Euro oder sowas. Oder vielleicht über 200, keine Ahnung. Aber das Zeug ist richtig geil. Also das ist wirklich, das ist nicht schlecht. Oh, da haben wir aber, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen, was ich gesehen habe? Das ist für mich aber schon mal ganz klar, das gibt's in Deutschland nicht. Also das gibt's in Deutschland nicht. Da muss man mit dem Kalkon ran. much better. Now for dinner arrangements. Usually this would be managed by a concierge or by the app. Well, we're yet to meet our Der Gang gerade, ne? Der sah ein bisschen, jetzt mal ohne Scheiß, ein bisschen unpersönlich aus. Also das sieht halt wirklich aus wie ein Hotel. Es ist halt wirklich ein Hotel auf dem Wasser, ne? Ich weiß nicht warum, aber vielleicht bin ich gerade zu picky. Aber irgendwie finde ich das hier, irgendwie, das ist so, da denke ich direkt so, wenn man da jemand über den Weg läuft, dann ist es wie in einem echten Hotel. Also jeder, ne, man hat keinen Bock mehr, jeder ist so für sich und so. Es hat nicht dieses Bootgefühl, oder? Well, we're yet to meet our concierge and the app doesn't work, but worry not. After we've proactively contacted guest services, we're able to get a... Wie oft drückt er denn auf die 8? Wie ungeduldig ist er denn? Wie oft hat er darauf gedrückt? Doesn't work, but worry not. After we've proactively contacted guest services, we're able to get a table at Mistral. Mistral... 8-mal! Sorry, ich unterbreche gerade oft, aber ich finde es so lustig. Das ist gut. Käsebrot mit Senf im Chat, sehr gut. Ja klar, man muss, stell dir mal vor, der denkt wirklich beim 2. Stock,
Muss man zweimal draufdrücken und drücken dreimal. Das ist vielleicht der dümmste Joke, den wir hatten bis jetzt. Is touted as alfresco Mediterranean dining, located on deck 8 towards the stern of the ship. Initially we were worried it may be too windy. Oh, die Schuhe sind aber auch gewagt, ey. Muss man auch, sag ich jetzt mal ehrlich, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt wirklich gar nicht. But thankfully our table is nicely sheltered. The menu looks fabulous, but I think we all know what's jumping out at me from the grill. What? After placing our orders, we're served some fresh focaccia, Das Steak oder was? accompanied by some olive oil and balsamic vinegar. Olive Oil. Das heißt doch Olive Oil. Olive Oil. Can I have some olive oil? Can I have some olive oil? I've also opted to continue the champagne trend. It's free flowing, so it'd be rude not to. You can actually order Oder? It's free flowing. That'd be rude not to. Wisst ihr, was ich meine? more exclusive champagne by the glass, but hey, I'm sticking to the inclusive Moet. Kann Millie nicht hier die Kamera nehmen? Warum muss er jetzt hier ein Selfie-Video machen? Das verstehe ich nicht. Millie kann doch hier kurz die Kamera nehmen. Oder ist er vielleicht so richtig so ein Control-Freak und sagt, nee, du kannst es nicht, es wackelt dann wieder oder sowas. Bestimmt ist das so einer. Millie and I will share the scallops and meze to begin. The meze Was ist das? Da steht so unten. Mediterranean Meze to share. Hummus, Baba Ganoush, Labnen, Mumara, Falafel, Grilled Pita. Die Falafeln sehen aber nicht so gut aus. Da gibt irgendwie, weiß ich nicht. of course being one of my favourites. Just watch any of my Middle Eastern aviation videos. It's not all too long before our main is served, and you've guessed it. Nur alte Leute halt, ne? Genau das Richtige für mich eigentlich. Ey, ganz ehrlich, ich kann ja selber Witze über mich selber machen auch, ne? Kann ich schon. Stell dir mal vor, ey, also sag mal ganz ehrlich, wenn ich hier sitze, sag ich selber, ich würde hier nicht auffallen. Wenn ich jetzt hier sitzen würde hier, ich würde nicht irgendwie aus dem Rahmen fallen, jetzt irgendwie so, guck mal da, was macht denn dieser junge Typ da? Das wäre so, ja, der gehört dazu. Ist auch so ein Dad. Beef tenderloin, medium rare of course. Medium rare, of course. Yeah, the most boring choice. Or whatever. Pommes sehen für mich gut aus. Das sind immer die leckereren Pommes, ne? Hier, diese bisschen dunkleren finde ich immer ein bisschen geil. Die sind ein bisschen saftiger manchmal und aber gleichzeitig knackig. Steak sieht gut aus. Sehr schön hier. Ein bisschen Pfeffer vielleicht noch drauf, ha? Cooked to perfection. I'm excited to have a few more days of this. Sag doch mal Anschnitt. Oh, Junge. To close Komm, Chat. Eins in Chat, wer auch sauer ist. Ey, Steak muss nur anschneiden. Also, sorry, es ist unzufriedenstellend. Also, ist wirklich, ich will den Anschnitt vom Steak sehen, Digga. Das ist ja wirklich Skandal. Ist er schon zu erfolgreich, Leute? Ist er schon zu erfolgreich? Ruht er sich schon aus, vielleicht? we both choose the layered chocolate mousse, which is utterly divine. Oh, geil. A stellar first meal, that's for sure. Whilst we're both tired, let's head downstairs to the midship for a spot of evening entertainment in The midship, which looks exactly the same as the other parts of the ship, because it's basically just a hotel. the aptly named living room. Sieht aus wie ein Fitnessstudio. McFit. Ist der Eingang von einem McFit, oder Leute? Ist der Eingang von einem Fitness First. Da hinten sind die Geräte, da sind schon Leute am Arbeiten. Hier ist der Empfang, wo wenn du deine Karte vergessen hast. This also plays host to the ship's only store, well, boutique, and my word, this is a far cry from the Virgin Voyages boutique. I counted 5 Hermes Birkin bags, which are priced at $38,000, along with a rather fetching timepiece for $65,000. Auf die Uhr gucke ich immer, wenn ich wissen will, wann der Stream losgeht. Und die Subs packe ich immer in die Tasche hier rein. Weiß gar nicht, was er hat. 5 Hermes Birkin Ganz bags, normal, which are normale priced at Tasche, oder? $38,000, along with a rather fetching Ey, irgendwann werden diese Gags nach hinten losgehen. Spult einfach 7 Jahre vor und ich habe einfach so 37 Zuschauer und irgendwie 20 Subs. Und dann so, ey Leute, könnt ihr mir noch einen Sub da lassen? Ich hab echt Hunger irgendwie. Oh Mann. timepiece for $65,000. I think we'll be needing another drink to get over that madness. Well, I'm in the right place with quite the selection of liquor and of course some upsell. Captain's Catch, Sailor Jerry Spice Rum with Benedictine Liquor, Orange Bitters, inclusive. Ach so, warte, inclusive heißt, das haben die mit ihrer Flatrate, oder was? Was wäre so eure Wahl hier? Ich guck mal kurz, was ich nehmen würde. Also, das ist auf jeden Fall, Mann,
Ich finde, direkt hier bin ich genervt. Schreib in Klammern sowas dazu wie Rum Cola oder Gin Tonic, quasi, also sowas wie quasi Gin Tonic, quasi Moskau Mule und so. Da muss ich nicht immer hier mir das erstmal selber raufkommen, was es soll. Ich finde, die sehen aber alle irgendwie nicht so geil aus. Pineapple? Nee, Juice, nicht so Bock drauf. Ich hätte da auf nix Bock, tatsächlich. awesome upsell. Ich würde einfach eine Cola nehmen. Oh, guck mal, da ist ein Bassspieler. Drake. Bisschen aus wie Drake. Our orders placed, let's sit back and enjoy the live music. It's at this point our concierge makes first contact. Apparently he couldn't find us earlier. Right. Right. Oh, Leute, es wird langsam kritisch. Habt ihr das gerade gemerkt, was da gerade passiert ist? Oh, shots fired. Shots fired. Yeah, right. Das ist... Oh, Tech Trendy is gonna start some beef. Well, there we are, back from our first night on board the Ritz-Carlton yacht. And in fact, we're trying to find our sea legs, because it's quite rocky, isn't it? Yes. It really is, and that's nothing to do with the champagne consumed, of course. Anyway, with that, I think we're going to get some rest, and we'll catch you all in the morning. Night. Ich glaube, dem ist voll schlecht einfach, ohne Witz. Also der sah gerade richtig angestrengt aus, ne? Leute, ich glaube, die haben eine Scheißreise. Jetzt ohne Scheiß. Also gut, ist jetzt natürlich nicht absolut, ich bin jetzt nicht, da muss man nicht Detektiv Conan für sein. Der hat am Anfang schon gesagt, na, da kommt was. Aber jetzt so wieder gerade, der hat richtig so ein angestrengtes Gesicht gehabt und so und dann gleich der sassy Kommentar. Es bleibt spannend, Leute. Ich finde es richtig geil. Ich bin gespannt. And now for a quick... Oh, so ein Foot-Sound wäre so witzig gewesen da, sorry. Da so einfach, so völlig, weil es halt null passt. Da jetzt wirklich so ein weil es halt so nicht passt. The next day. Ja, Marx sagt im Chat, hey Millie, leg dich mal noch voll geschminkt ins Bett. Aber ich glaube, die Engländer schlafen geschminkt. Well, good morning. It was certainly a rocky night, and thankfully Hey, neither Millie filmt. of us suffer from seasickness, but I'd say that's good preparation for the Drake Shake. Ah yes, I'm thinking of an Antarctica cruise. What are your thoughts? Ganz kurz, sorry fürs viele Unterbrechen, aber ich muss kurz was fragen. Kann es sein, dass auf so einer, ist ja eher so eine Art große Yacht, ne? Oder kleines Kreuzfahrtschiff. Ich glaube, man wird halt wirklich da seekrank eher als auf einem großen Schiff, ne? Weil ein großes Schiff hat weniger Bewegung, ne? Und bei den kleineren ist ja eigentlich logisch. Während ich sage, merke ich, das ist einfach klar, das ist die Lösung. Je kleiner das Schiff wahrscheinlich, desto krasser der Wellengang. Ja, aber ist schon, da tut er gerade ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Ich glaube, der hat echt, wart ihr schon mal seekrank? Ey Leute, das ist no joke. Das ist no joke. Ich war einmal auf einer Fähre, ich glaube, es war so eine Fähre, Corsica Ferries, als ich klein war, als wir nach Corsica gefahren sind, zum Campingurlaub. Ey, das war das Schlimmste. Weil das ist ja nicht so, dass du dann schlecht wird und dann kotzt du oder sowas, sondern du bist wirklich, dir ist so einfach konstant übel, die ganze Zeit. Du kriegst es nicht weg, dir ist konstant übel. Und es gibt ja nichts Schlimmeres wie Übelkeit. Also, ne, es gibt schlimmere Sachen, aber gut. Ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall habe ich Respekt vor. Reisetablette Regeln, ja, hatten wir damals noch nicht. Ich musste 20 Kilometer zur Schule laufen. It's time to check out our private terrace. Well, let's face it, it's a balcony. It's reasonably sized, but it's a far cry from the space we had on our Virgin. Aber er hat schon recht, wenn das beworben wird als Terrace, dann ist es, das ist schon scheiße. Das ist eine ich bin bei ihm, das ist ein Balkon und keine Terrasse, Freunde. Eine Terrasse, die gab's bei der Rockstar Suite. Aber ist doch nice, ja, klar ist es nice, aber trotzdem ist es keine Terrasse. Ja, muss auch schon, It's a shame they don't offer sun loungers here, but I guess they'll be largely in the shade. Still, I know I'm going to spend most of my time when I'm back at the cabin. in the shower. Right, I make it breakfast time, and for breakfast you can choose from room service, the pool house, or the Evrima room. We're going for the latter, located on... Im Hintergrund wieder der gleiche Song, den er in jedem Vlog benutzt. Der wird jetzt gleich lauter, der wird gleich lauter, wetten. Pass auf, und dann ist der gleiche Song wie in jedem Vlog von ihm. Deck 4. The Evrima room is the ship's main restaurant, where you can enjoy breakfast, lunch and dinner. Whilst reservations are recommended for dinner, for breakfast and lunch it's not necessary. Okay, so what's on the menu? It's certainly extensive. Standouts for me have got to be the Evrima. Oh, kurz checken. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Was gefällt mir? Der Morning Parfait. Healthy Start, würde ich gleich überspringen. Ciao. Warm and hearty. That's my kind of thing.
French Toast, Pfannkuchen oder was heißt Oatmeal nochmal auf Deutsch? Haferklei? Nee, was? Irgendwas mit Haferbrei? Ja. Weiß nicht, ist nicht so geil. Wo ist denn hier das English Breakfast oder sowas hier? Würste, Spiegelei und sowas. Cream of Benedict and the lobster croissant. Ah, ja, hier. Eggs Florentine. Es ist so fancy, ne? Es ist so fancy-schmancy, Alter. We'll start with coffees and a delicious carrot and ginger smoothie. Now for our order. I inquired to whether we... Ey, irgendwie haben die keinen Bock, ne? Die haben wirklich, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt einbilde, weil es vorhin da so ein bisschen so darum ging, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist eine ganz komische, awkward Stimmung hier gerade. could have a few pastries, but instead our proactive waitress served us the breakfast experience, consisting of, well, pastries, charcuterie, fruits and yogurt. Not realising we'd be contending with such a feast, Millie's buttermilk pancakes arrive along with my eggs Yogurt, dachte ich. Benedict. It's certainly a hearty breakfast, but then again this is far from a buffet fry-up you'd be offered on other cruises. Top marks here. Now it's time to explore more of the ship. Of course, being leisure focused, there's a lot of outside space, so let's head straight up to investigate for ourselves. Wenn das uns jetzt I'm a nicht huge überzeugt. fan of the promenade which wraps around the entire ship on deck 9. Let's start with the most forward accessible NASA, da haben wir's. NASA, können wir abhaken. Da ist was NASA-mäßiges. section, the sun deck. I'd say this would be my favourite part of the ship if it wasn't for a few shortcomings. The good, it's Wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde, say this would be warte. my if it wasn't for a Ich würd mich hier reinsetzen und es zumachen. Und dann ans Handy gehen einfach. Und und dann irgendwie Age of Empires auf dem Handy gucken oder sowas. few shortcomings. The good, it's quiet, there's plenty of seating areas, and even readily available sunscreen in a variety of factors. The not so good though, the stunning hot tub with an incredible view of the bow remained closed the entire voyage. Das ist jetzt aber langsam schon irgendwie so, dass ich auf... Da müssen wir jetzt mal, da schreiben wir, glaube ich, mindestens eine wütende E-Mail. After being told multiple times simply it was just closed, I was able to ascertain it's broken. This is certainly a shame for such a new ship. Next, the service, or well, lack of. For such a great area to relax in, it was challenging to get any kind of drink up here. Now you may notice there's a drinks area, which sadly was left unattended, to the extent that the ice became a warm bath for the drinks placed there many hours ago. Leute, also langsam werd ich sauer. Also, diese Videos sind hier normalerweise ist ein positive place. Aber jetzt, sorry, wenn die Stimmung kippt, aber Chat ist auch so, langsam werden die Missgabeln und brennenden Fackeln rausgeholt. Millie, Millie, Willy, Willy, wir holen euch da raus. Pray for Willy. Pray for Willy and Millie. Never forget. As I said, it's got the best potential, just sadly understaffed. Next, we'll head up further still, to deck 10. There's another brilliant spot at the forward section of the deck. However, this remained deserted throughout the voyage, though to be fair, this is largely due to the winds, which were not prevalent lower down. There's also a rather hidden sun deck at the rear of deck 10. This offers a fabulous perspective looking down at the pools, which of course we'll be trying after lunch. Ja, das sieht schon nice aus so. Oh, guck mal, da sind noch ein paar andere Pools. Aber es sind keine Jacuzzis, hä? Das heißt, man kann da nicht irgendwie diesen geilen Wasserstrahl da sich da so hinsetzen, so dass es einen Genitalien, ich meine, den Rücken massiert, ne? Lunch. Now before I get too excited about food, we must check out the spa facilities. These are located across most of Deck 9's interior, and it's quite the complex. First, Er sieht irgendwie auch schon so aus wie so einer. Das ist so ein, weiß ich nicht. Der macht hier Capoeira, auf jeden Fall. Der Typ macht Capoeira. Firstly, the inclusive areas, the steam room and sauna. Unfortunately, Millie and I had to enjoy these separately, as the facilities are segregated for male or female. Now, should you want to splash the cash, there's an extensive array of treatments available, ranging from a diamond facial to a 90-minute deep tissue massage. These do not come cheap though, starting at $250 for a 60-minute massage. Oh, and did I mention there's also a salon for that pre-dinner blowout. Right, not sure about you, but I make it lunchtime. In an effort to preemptively burn off this afternoon's indulgence, let's take the stairs. We'll take lunch. Was waren nochmal die Kosten? Pia, du sagst 10.000.
Ich habe am Anfang nicht aufgepasst. Was war die Kosten für wie viel Tage, also insgesamt für wie viel? 10.000 für was? Für eine Woche oder was? Aber vergesst nicht, es ist all inclusive. 2 Tage? Nee, hör auf. Na, okay. Ich glaube, ich kriege keine verlässliche Information jetzt vom Chat. Naja, 5 Tage vielleicht. At the pool house on deck 5, but you can also take it at Tatum Nam or the Evrima room where we had breakfast. Hat er nicht gesagt, okay, nice. Ja, alles gut, alles gut. The pool house, as its name suggests, is right next to Evrima's main pool at the rear of the ship. It's a more relaxed vibe with a bar and plenty of yacht-style seating. It's not overly busy and we're seated promptly. Unfortunately, it begins to go downhill from here. Oh! Leute, seid ihr angeschnallt? Seid ihr angeschnallt? Sitzt ihr bequem? Denn jetzt hat er gesagt, all downhill from here. Und ganz ehrlich, meiner Meinung nach fahren wir gerade schon lange bergab. Da ist ja so viel im Argen bei diesem Trip. Und wisst ihr was? Selten habe ich mich so nach einer Rockstar-Suite gesehen. Jetzt eine Gitarre schnappen von der Wand? Jetzt ein bisschen PlayStation 4 spielen? Ja? Jetzt ein bisschen den Billo-Shampoo nochmal rein? Ganz ehrlich, ich vermisse die Rockstar-Suite. It took a further 15 minutes to get menus, down to frankly from what I could tell, it's severely understaffed. Anyhow, menu-wise, it looks solid. And I'm Okay, einen letzter Gedanke noch, weil sonst vergesse ich den. Es wäre schon interessant, wenn jetzt das erste oder eins der wenigen Videos ist, die nicht gesponsert ist. Also er hat nicht diese Reise bezahlt bekommen und er ist halt so super kritisch. Das wäre nicht irgendwie interessant. impressed with the array of options as we finally managed to place our order. Now we can relax Boah, der hat auch richtig Bock, ey. and enjoy the live music, played by one of the ship's Wie ist nochmal der DJ von dem Rockstar-Schiff? Leute, wie hieß der nochmal? Bitte. Der fehlt hier. John Glenn. DJ John Glenn. Wir brauchen DJ John Glenn. Guck mal, das ist ein Meme fast schon. Das ist doch ein Meme. Der hat doch so einen Meme-Blick. Oh, sorry. resident musicians. Aside from the initial stress, Wird it's der gezwungen zu spielen? a relaxing place to be. Or so we thought. Our starters arrive and we share the sticky barbecue wings and crispy calamari. Both are delicious. Now sadly the issues continue. We're served our mains, but well, our orders are wrong. Now accidents do happen, but around us 3 tables also got the wrong orders, so it's fair to say this isn't an isolated incident. Das war bestimmt der erste Arbeitstag von dem Capoeira-Dude. Der war völlig überfordert, der Arme. Finally, after another 30 minutes of waiting, our mains finally arrive. Ui, aber ja, es sieht nice aus, natürlich, aber auf einem Luxusschiff, ne, das ist halt Fastfood ein bisschen, ne? Unfortunately, the burger is barely edible. The chicken is stringy and overly chewy. Not the one for a Alter, und stell dir mal vor, das kriegst du, wenn dir 2 Tage nachdem du seekrank warst, Alter? Barely edible. Pray for Willy. Hashtag barely edible. What the fuck's going on here? Das sieht richtig schlimm aus. Jetzt no joke. Das sieht richtig scheiße aus, Alter. $2,000 a night. Shitskarten. Das hat Furby im Chat geschrieben, Shitskarten. Free Millie, stimmt, es gab doch den Film Free Willy. Stimmt, Free Millie. Okay, weiter. Luxury cruise. It's a shame to see as the food service until now has been flawless. Let's move on to the pool. The main pool is located Let's move on to the pool. Und dann so Schnitt einfach so, er filmt so seine Kacke im Klo. Also Leute, ich bin 38 Jahre alt, ja, und leckt mich doch am Arsch. Ohne Witz, mir doch egal. Ich mach die Jokes, wenn sie da liegen, nehme ich sie und ball sie zusammen und schmeiß sie auf euch. just outside the restaurant in a tiered configuration. You won't be doing any laps here, but it's perfect for a dip to cool down from the heat of the Caribbean sun. Again, like on the rooftop, sunscreen is provided, which is a great touch. There are also 2 hot tubs, or well, plunge pools, because they're ice cold and appear to be unheated. As a result, they're not used at all, which is a real shame. However, for a ship of this size, it's a lovely space to relax in, and of course look off the back of the ship as we edge ever closer to the Bahamas. Thankfully, Get me out of here.
Service does improve with drinks orders out here, with Millie and I enjoying some late afternoon cocktails in the sunshine. Chillig. Aber er macht es gut, dass er immer so tatsächlich bei aller Kritik auch quasi noch Lob findet und so. Ich bin da nicht so, ehrlich gesagt. Wenn ich einmal mal sowas richtig schön mich reinsteige, wenn ich was scheiße finde, dann finde ich nur noch Sachen, die ich scheiße finde. Hinted at, there is another pool on board, which seems underused. However, I'm unsure if this can really be called a pool as such. Located by the restaurant Mistral, where we had dinner last night. Warum chillt er im T-Shirt? Der Dude hier. Wegen Sonnenbrand oder was? Der chillt im T-Shirt. Okay. Where we had dinner last night. This is a great place to relax and watch the world go by. We even made friends with a brother and sister from Norway. Okay, now you may be wondering, how can I use these actual hot tubs on the balcony down here? Well, unfortunately, these are actually for the 2 owner suites located a level below. These are the largest on board at an eye-watering $53,000 on the cheapest cruise. No wonder they sell Birkin bags downstairs. It's a lovely space, that's for sure. However, its location is under a main restaurant and with an exposed balcony overlooking the main pool. Travelling noise would make me hesitant. If I was to splurge, I'd instead go for one of the grand suites at $20,000, over half the price and located in a better, quieter forward position on deck 7 and 8. Talking of prices, I'll share with you how much I paid for our terrace suite in just a minute. And spoiler alert. Ja, genau, hat's noch nicht gesagt. Okay, Spoiler alert, sag was? It's a lot cheaper. Okay. As the sun begins to set, we head back to our room to freshen up and get ready for tonight's festivities. Es ist zu eng, Digga. Dude, wirklich, mach. Der muss das mal. This evening we have 3 dining options available to us. The first is... Ich will ihm ja helfen, Leute. Ich bin jetzt auch nicht der krasse Modebaron. Aber es muss ein bisschen... Die sind zu eng, seine Jacketts immer. In the main restaurant, the Evrima room. Dinner here is a smart affair with a menu to reflect as such. It's a solid all-round option. There's also the speciality 3 Michelin star C restaurant. Oh, da war wieder auch irgendwie ein Marketing-Genie. S.E.R. C. Wofür steht das? Semen Eating Arena. Chargeable at $325 per person. Bookings are required in advance here, with just a few tables. Super easy ass. Super edible anus. Ey, wir sind einfach alle 13 Jahre alt hier, wirklich. Oh, Mann. Super edible ass. Oh, es ist so dumm, Mann. Super edible ass. Oh Mann, ey, das ist so lustig, Mann. Hör auf. Hör auf jetzt. Oh, ich glaube, der Sound übersteuert immer. Ich habe es immer noch nicht richtig eingestellt. Scheiß drauf. Super edible ass. Available each evening. You'll enjoy a 7-course, 3-hour experience paired with a variety of fine wines. Meanwhile, we opt for Tal at Nam, the inclusive Asian fusion restaurant. We booked this last minute and even managed to secure a private outside space with our... Boah, aber ganz ehrlich, Leute, ich kann Asian Fusion auch nicht mehr hören. Das ist immer so, in jedem so halbwegs irgendwie, wir wollen so ein bisschen edgy sein, wir sind so Hotel 2.0, gibt's immer ein Asian Fusion. Mein Gott, ja, dann mach halt die gebratenen Nudeln halt mit irgendwie, mit Thai-Basilikum oder was, dann ist es Fusion oder was. Also, I don't know, ich finde das immer so ein bisschen, ja. New friends Mark and Julia from the UK. The menu here is der sah aus wie ein richtiger BWLer auf jeden Fall. Fabulous, from traditional Thai and Indonesian to a variety of sushi. Auch hier der unnötige, also super Grafikdesign, unnötiges. Aber irgendwie sieht's cool aus, keine Ahnung. Was gibt's da? Also Sushi einfach, hm? Ey Leute, es ist halt Asian Fusion, okay? Es ist Asian Fusion. And sashimi. Service here is outstanding, which is... Das ist, Warte, ich habe ein Gehirn. Sagt's nicht. Wie heißen die? Ich habe die auch schon mal gemacht. Diese Bohnen, die man so raus... Edamame.
is a huge relief after lunchtime's blip. So far, so good. The starters are fresh, tasty, and on par with a high-quality Asian fusion restaurant on land. Ja, so muss ein Jackett aussehen, Mann. Das denkt er sich auch, das ganze Essen schon so. Man, this guy, he does not know how to wear a jacket. It's like 2 sizes too small. I mean, what is going on here? Yeah, thumbs up, but I don't mean it. I'm excited to find my favourite chicken satay on the menu. It's not quite the Singapore Airlines signature, but it's nearly there. Next we move on to the sushi and sashimi, expertly prepared by the ship's resident sushi artisan. Oh, das sieht gut aus. Das sieht man gleich, oder? Bin nicht der größte Sushi-Fan. Also ich esse schon auch immer mal wieder Sushi und so und bestelle das auch, aber nicht so super oft. Aber das sieht gut aus, weil man sieht schon, das ist so ein bisschen pappig, der Reis und so. Das geht geil im Mund, das siehst du, das ist geil. Ja, holen sie auch direkt aus dem Meer, oder? We finish on a traditional Thai curry, which is rich and rather on the spicy side. Geil, das wäre, wenn du Sushi bestellst auf so einem Schiff, oder wenn du bestellst, okay, es wird jetzt richtig dumm. Ich warne euch vor, das wird jetzt dumm. Bestellst auf so einem Schiff Sushi und sagst irgendwie, du willst Sashimi, also irgendwie so rohen Fisch oder so. Und dann hörst du so, okay, alles klar, machen wir. Also, Eduardo, du verstehst nicht, was die sagen, du hörst nur so raus Sushi. So. Und dann siehst du halt, wie so jemand an Deck kommt und in so einer Angel raus. Und dann so wartet einfach, bis dein scheiß Fisch gefangen ist. Ey. Mein Gott, ey, was ist denn heute los? Just how I like it. Personally, this is my favourite meal of the trip, so top marks Ritz-Carlton. Ah, Millie. To polish off our fab evening, we'll head to the observation lounge on deck 10. Es gab noch keinen Duschcheck bis jetzt übrigens. Was soll das? Gorgeous space justice Skandal. by the magic of editing. Here's what it looks like bathed in daytime sunshine. Unfortunately, it was never manned during the day, as I'd love to have had a coffee up here. Sieht cool aus. This evening, however, it's certainly manned and the party is in full swing. There's live music playing until 1 AM this evening. However, I'm not quite sure my jet lag can sustain me until then. Ey, aber das sah ganz nice aus. Also das war jetzt eine deutlich bessere Party als da im Zug mit dem Typ, der da irgendwie im Schottenrock irgendwie Dudelsack spielt oder sowas. Oder so, keine Ahnung, oder DJ Glenn Johnson oder wie der hieß. Das sah gut aus. Das sah aus wie eine gute Partynacht, so ja, ein bisschen so abdancen und so. Back at our room, and as we prepare for sleep, let's get our room service breakfast order in. Sad music though, what's going on? Ich habe noch nie in meinem Leben zu einer Frühstücksbestellung auf einem Luxusschiff so eine traurige Musik gehört. Das ist eine Musik, wo man irgendwie, wenn jemand auf dem Dach, auf der Dachterrasse von einem Hochhaus, wenn jemand mit dir Schluss macht oder sowas. Aber nicht ja, Bacon, ein paar Eier, ja, Moe noch dazu. Simply fill this out and place outside your door by 1 AM and you'll have a feast to look forward to in the morning. Anyway, with that, good night all. Ey, das hat schon Donnie-Vibes, oder? Das ist schon ziemlich, jetzt eine Sonnenbrille, dann das ist ein Donnie. Ja. Tasse gibt's übrigens zu kaufen. Ausrufezeichen Merch in den Chat. Down, Donnie. That's the down and way. The next day. Genau, die Sad Music hätte man eigentlich bei dem Guitar Guy von vorhin einblenden müssen. Das wäre besser gewesen. Jetzt kommen sie an. I wake bright and early in order to catch our arrival into San Salvador, some 400 miles from Florida. As we begin to anchor, our breakfast arrives. Let's see how our order has turned out. Yeah. I've chosen the avocado on sourdough, whereas Millie has opted for the buttermilk pancakes. Ja, geht doch. Naturally served with a fresh almond milk cappuccino. Can you really beat breakfast in bed? Yeah. 1 Million Euro zum Beispiel, das finde ich besser. Das erste, was mir einfällt, so. Sex zum Beispiel, auch besser. Obwohl, I don't know. Bon voyage. Now for one of the perks of being anchored, and that's that we can enjoy this rather unique feature of the yacht, the marina.
Located down on deck 3, the marine... Ey, es wäre so witzig, wenn die alle Passagiere einfach jeder mit so einem Ding an Land gehen müssen. Die haben kein so ein Boot, es gibt keinen Steg, sondern jeder muss mit so einem kleinen... Das ist so 300 von so kleinen genervten Touris so... Ja. Located down on deck 3, the marina terrace is only available when anchored at sea, and of course weather permitting. It's a lovely place to be, enjoying perhaps a mid-morning mimosa, or like us, another delicious coffee. Anyway, the party piece are the non-motorised water sports you can enjoy off the back. After signing the mandatory waiver, you can indulge in paddleboarding or perhaps kayaking at no additional charge. Ich glaube, keiner hat da Bock drauf. Die Wellen sind einfach zu stark, oder? Das sind einfach alles so, Our friends Mark and Julia were a little more adventurous than us and went for the sea kayaking. Due to the strong currents, the staff insisted on a safety rope to prevent drifting too far from the yacht. Ey, das macht doch keinen Bock. Jetzt ohne Scheiß. Auf offenem Meer bei so einem Wellengang mit so einem kleinen Paddelboot. Ich glaube nicht, dass das Spaß war. Doch, ja? Okay. Unfortunately, as you'll see, the line didn't exactly hold, but this is no problem for these two. Absolutely smashing it. Great effort, guys. Was? Das Seil ist gebrochen? Und die müssen jetzt mit Muskelkraft auf hoher See da hinterher paddeln? Was? Ich wäre so, oh, sorry, Leute. Gestern, ey, 25 Gin Tonics. Ist halt umsonst, ne? Ich bin raus. Das war's. Ciao. Macht's gut, Leute. That's it. Morning water sport excitement over. I make it time to head to shore. We need to get on board one of the ship's tenders to make it the short distance to San Salvador. Sieht aus wie so ein Taxi von das 5. Element oder sowas. These are accessible from midship on deck 4. We just need to check out the ship digitally, as they can keep track of who's ashore. As you can see, it's all rather windy, so I think this is... Und da hat sich wahrscheinlich unser Capoeiro-Koch hat sich da versucht rauszuschmuggeln, so als Passagier, weil er konnte es nicht ertragen, die Schmach. Gonna be quite a rocky crossing. Das ist ein geiler Style, finde ich. Also graue Haare, aber dann so einen pechschwarzen Schnauzer. Das ist so ein Style, den ich so anstrebe irgendwann. As we rock into shore, let's talk cost. How much did I pay for this, and would I recommend it? Well, for the 5-night voyage in the terrace suites for both Millie and I, it cost a grand total of $9,836. Now that's an awful lot of money, but I think the experience and exclusivity of a brand new luxury ship, it really isn't awful price-wise in line with the competition. Aber fünf Nächte hat er gesagt, ne? 5 Nächte, 10.000 für beide zusammen. Pro Nacht 2.000. Habe ich gerechnet. Bin schlau. Für jeden ein Taui halt, pro Nacht. Ich weiß nicht. Also irgendwie, das ist too much, glaube ich. Also, nee, man darf nicht vergessen, es ist ja all-inclusive gewesen. Mit Getränke-Flatrate und so. Aber irgendwie war dafür zu viel schlecht bei dem. Love the design, delicious onboard food in most restaurants, comfortable accommodation and unique elements of being on a small ship like the marina and water sports. Yeah. I do, however, think there's a number of things that need to be addressed by Marriott moving forwards. Service still has a long way to go in certain areas of the ship, most prominently the pool house. We're not alone in this sentiment either, chatting to many of the other guests. And it's not necessarily because of the staff, but it's down to the... Ich finde immer, wenn man sowas sieht, ne? Ich finde, wenn man solche Bilder sieht, ich war noch nie in den wie heißt das, Caribbean, wie heißt das auf Deutsch nochmal? In der Karibik, genau. So, ich war noch nie in der Karibik, aber ich finde genau solche Bilder, auch wie sie hier zum Strand läuft, so das hier, das ist sozusagen die traurige Wahrheit. Ne, wir kriegen ja immer nur Bilder, vor allem wenn Leute auf Instagram sowas posten, halt irgendwie so geil, so den Ausschnitt, wo man nur das Meer und den weißen Sandstrand sieht. Es ist halt einfach auch Bullshit, es ist halt nicht bearbeitet. Ich glaube halt, wenn man da ist man auch immer, egal wo man hingeht, oder auch Malediven oder sowas, erstmal so leicht ernüchtert, oder? Weil man dann sieht, da sind ja auch überall Mülleimer. Oder irgendwelche so kleine Stände, wo irgendwie überteuert Cola verkauft wird oder sowas. Weißt du, ich meine? Das wird mir dann immer bei solchen Bildern klar, aber das sieht einfach ernüchternd aus. Das sieht jetzt hier nicht geil aus, finde ich. Obwohl halt irgendwie, ja, Palmen und so. It's not necessarily und das sind Menschen vor allem, genau. The staff, but it's down to the training and overall management. Da hätte ich schon Bock aufs Wasser zu gehen, aber irgendwie sieht es auch nicht so geil aus. Aber gut, vielleicht ist es auch nur dieser Abschnitt da.
It was also a shame to see other areas of the ship not appropriately managed, such as the forward sun deck, with its neglected facilities like the broken hot tub and drinks left out in the sun all afternoon. And on a Weiß nicht, sieht halt nicht so geil aus hier. Also mit diesem Beton hier auch und so. Naja. last note, it's worth a mention, the concierge, who was nowhere to be seen on our first day, to assist in booking restaurants and provide further information around the ship. Even a brief welcome would have sufficed. Stell dir mal vor, du bist ein Seestern und dann siehst du das. Was habt ihr mit meinem Bruder Lenny gemacht? Was habt ihr mit ihm gemacht? Einfach so völlig gequält in die Sonne zum Trocknen. Patrick! Genau, Patrick! Nein, was habt ihr mit Patrick gemacht? Ihr Schweine! Haube! Nüsschen! After mentioning this, he did become more prominent for the rest of the voyage, but Marriott need to be clearer on the expectation of the concierge service. So in summary, could do better. If all the aforementioned issues are addressed and sorted by management, then it's certainly a cruise which I could see myself going on again. Well, it's with great pleasure that we welcome you to the beautiful Bahamas. Auch viel Redeanteil heute wieder, Millie, ne? Da wird ist wieder richtig zu Wort gekommen heute. Welcome to San Salvador, here on another Free beautiful Millie. day in paradise. And I hope you've enjoyed coming along with us for the journey. Thank you so much for watching, and we'll catch you all again next time. Bye. Die hat original 2 Wörter gesagt. Die hat wirklich Hi und Bye gesagt. Ey, ich mache hier nur Jokes, ne? Vielleicht hat sie auch gar keinen Bock einfach. Das kann auch sein, ihr checkt das schon. Aber ja, also, ganz ehrlich, jetzt gerade, wo ich es gesagt habe, fällt mir auf, wahrscheinlich hat die keinen Bock. Wahrscheinlich ist sie auch die ganze Zeit genervt von seinem Scheiß, immer ins Essen so, der geht ja immer mit der Kamera in die Gläser rein, damit man so ein bisschen dieses Trinken so, und die ist immer so, boah, Willy, just wanna have a drink. Ja, die hat in meinem Kopf so einen Akzent, so in Liverpool. Willy, will you stop filming? Willy, stop filming? Willy, I just wanna get a drink on. I just wanna get 2 to 4 to 5 gin tonic into my system. Willy, what are you doing, Willy? Ja, jetzt ist sie auf einmal irgendwie schottisch. Oder halt, what are you doing, Willy? Völlig random, einfach so. No, I don't want to say hi, bye. What? Go get Moet. Go get Moet for me. I don't want stupid filming. Willy, film this. Willy, film that. Fuck off. Give me Moet. So klingt Willy eigentlich. Naja, ich habe mich da gerade ein bisschen, verloren. Also, das war's. Mein Fazit ist, I don't know. Was sagt ihr, Chat? Irgendwie ist es nicht so geil. Das hat irgendwie einen komischen Vibe gehabt, die ganze Reise. Gut, denen wurde halt schlecht, muss man sagen. Ne, die hatten halt irgendwie, die sind seekrank geworden. Dann war da auch super viel irgendwie komisch. Ich glaube, ehrlich gesagt, den hat's nicht, also ich habe eine Vermutung. Es ist nur Spekulation, ne? Da muss man dazu sagen, keine Ahnung. Aber es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass Travel-Vlogger unterstützt werden von den, also ne, so diese ganzen Leute, die irgendwie Emirates oder so abchecken oder Lufthansa First Class Experience, es ist ja kein Geheimnis, dass manchmal Vlogger dafür Geld bekommen, das zu machen oder halt umsonst die Reise oder so. Ne? Und ich habe das Gefühl, in diesem Fall ist es so, der hat das halt auch irgendwie vielleicht bekommen, aber er fand es halt so scheiße, dass er es nicht übers Herz gebracht hat, das nicht anzusprechen, dass Sachen schlecht war, aber er hat ja sehr, sehr viel auch schön geredet. Deswegen hat es so einen komischen Vibe, versteht ihr? Er hat immer wieder was gesagt, was gut ist, aber eigentlich ist so das Gefühl, alle denken so, ich glaube, es war nicht so geil. Das ist so ein bisschen meine Vermutung. Naja, in diesem Sinne, ich gebe der Reise, ich sag mal so, ich bin an jedem Tag der Woche lieber in der Rockstar Suite als auf diesem Schiff da. Vor allem auch wegen dem Wellengang und sowas. Hab ich keinen Bock zu. Naja, in diesem Sinne, das war's jetzt mit dem Video für YouTube, ne? Tschüss. Lasst ein Abo da, Mann. Ist doch nicht so schwer, ein Abo hier zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat, oder? Kostet euch kein. Ich warte. Ja. Danke. War es jetzt so schwer? Nee. Bis zum nächsten Video.